go back to the start line to a guy that we like to call Full Max. It is, of course, Max Heidrich, the German driver, back on the grid, waving, happy as always. I said to him, as Zakari said, it's a car. I was like, no more questions asked. Max angle, max commitment, Max Heidrich. And that is it, yeah, that was all we needed to know. Here he goes off the line, Max Heidrich, a German driver, back once again. And looking to have a better result than he did last season as he fires that car in. Nice line, nice angle. Look at the way he dials on that angle, the outside zone. He's going to miss that inner though. And now this is starting to become a bit of a reoccurring problem for these drivers. Too much angle, too much of a big initiation is hurting that first inside zone. Heidrich though back on throttle. Look at this full commitment. The smoke trail all the way up to the wing mirror as he gets into that final outside zone. That's a fast pass of the circuit as Heidrich wanders a little bit but stays in the outside zone across the line. Just had some information about previous comments that were made. Oh, so here we go, 58 for Max Heidrich, 14th position at the moment. Yeah, slots the car into gear, and Nicolas Bertans out of competition. What has Max Heidrich got shown? Sits with a 58 at the moment. The drop zone now to 60, needs to improve. And Full Max fires that car in, hammers the throttle, dials it on. Look at this, he comes up very short, and he gets it absolutely perfect now. As Heidrich opens the throttle, looks down the circuit, looks for that inner zone again, goes very wide. He's got a lovely line, but he's going to miss the outside zone. Flicks the car across the circuit, looks for the final outside zone. He's just bled a whole load of points, missing outside zone 4 as he comes through across the line. And Heidrich, has he done enough, Dave? Look, I mean, first of all, love the camera work from TV because I can see the emotion straight away. As he comes across the line, shakes his head. Yeah, he knows. He knows he didn't get it perfect, and he's swearing now. You can't hear it, but it's you can tell by the body language that he is not happy with that run. No, it is. It's a 69.5. I agree. I think the inner zone is a lot harder to get with big angle than what he did. Especially the first one. Yeah, than the outer zone. So. Hallo alle zusammen. Aus Valencia diesmal. Wir sind extrem spät dran mit Film, aber es war relativ stressig bis jetzt. Oder ich will nicht sagen stressig, es war das erste Mal seit langer Zeit, dass nicht ganz so viel los war. Deswegen haben wir die Zeit so ein bisschen entspannt genutzt. Die Quali ist mittlerweile durch hier in Valencia. Wir fangen aber mit dem Training an. Training lief eigentlich ziemlich gut. Wir konnten uns schon am Anfang relativ gut auf die Strecke einschießen. Nach dem Trackwalk war ich relativ, könnte tricky werden. Beim Fahren war es dann wesentlich besser. Wir hatten insgesamt 6 Läufe. Der letzte war auch ziemlich gut, muss ich sagen. Aber wie immer hat in der Quali dann ein bisschen meine Nerven zugeschlagen. Aber davon abgesehen, ich bin zur Quali runtergefahren und auf einmal ist das Auto immer heißer geworden. Mit der neuen Wasserpumpe sind wir immer noch am Kämpfen. Die ist durch die Hitze hier so warm geworden, die Kabel, dass der Sicherungsplatz geschmolzen ist und das Relais immer an, aus, weil kein richtiger Kontakt. Dann habe ich im Vorstart nur noch 2 Mann vor mir noch schnell die Kabel umgesteckt, weil daneben noch ein Platz frei war. Habe es dann noch schnell zum Laufen gekriegt, aber mit der ganzen Aufregung geht dann halt die Konzentration ein bisschen flöten. Nichtsdestotrotz, erster Lauf 58 Punkte, bin einfach in der ersten Kurve ein bisschen weit gekommen, habe den Inside-Clip ausgelassen. Schade, dann war der ganze Druck auf den zweiten Lauf, weil ich saß nach dem ersten außerhalb der Top 32. Habe einfach versucht, nicht drüber nachzudenken und alles zu geben. Habe es dann genau andersrum gemacht. Die erste Kurve ein bisschen zu weit inne und Clipping-Zone 5 sind wir ein bisschen kurz gekommen, aber es hat für 68 Punkte gereicht. Das heißt Platz 29 in der Quali. Nicht das beste Ergebnis, aber immerhin haben wir das Training halb gewonnen. Das heißt morgen gegen Peter in seiner neuen Supra. Ich meine, ob nun im Finale oder in der Top 32 ist ja am Ende egal. Wir werden auf jeden Fall alles geben. Morgen kommen dann die neuen Segnova-Reifen drauf. Nicht die neuen, die anderen mit viel Grip. Denn die sind dieses Jahr an Bord, super happy darüber. Da gibt es aber später noch mal mehr dazu. Und ja, wir gehen noch mal übers Auto. Robby von Trackday Performance ist auch da. Der hat uns über den Tag ein bisschen geholfen, das Auto noch fein zu tunen. Das ist ziemlich cool. Ansonsten coole Atmosphäre hier. Das erste Mal auf so einer bekannten Strecke, hauptsächlich aus der Motorradszene. Das ist ziemlich cool, drin übelst viele Fotos, man kennt es als alter MotoGP-Fan. Ziemlich cool hier zu fahren. Ja, ich würde sagen, das ist so ziemlich der erste Tag. Haben am Auto auch 1, 2 Problemchen gehabt mit der Lichtmaschine, mit dem Riemenrad, haben nochmal eine stärkere eingebaut. Das haben wir jetzt aber alles geklärt bekommen, dank einem ansässigen Team. Die haben uns hier einen kürzeren Riemen besorgt. Also hier greift wieder Hand in Hand. Haben noch mehr Löcher in der Heckklappe gemacht für bessere Kühlung. Und Auto ist jetzt eigentlich
top vorbereitet für morgen, wie gesagt. Wir gehen noch mal drüber, gucken, ob alles fest ist. Dann die anderen Räder und dann gibt es morgen noch mal Battle-Training und dann Top 32. Also, wir sehen uns morgen. Hallo alle zusammen zum finalen Tag hier in Spanien. Briefing heute Morgen ist schon durch. Die Strecke wurde geändert. Der erste Clipping Point ist jetzt 2 Meter eher. Macht es ein bisschen einfacher vielleicht, weil es so viele Probleme in der Quali gab. Was ich ein bisschen schade finde, es ist Briefing 8:30 Uhr, Training mit 9:30 Uhr. Briefing ging so lang, weil so viele Diskussionen und Fragen waren, dass kaum noch Zeit war, einfach sich die Strecke mal anzugucken, was geändert wurde. Das finde ich immer ein bisschen doof. Dann hatten wir jetzt 1,5 Stunden Training. Wir haben insgesamt 4 Läufe bekommen, also 2 Lead, 2 Chase. Heute mit den griffigeren Reifen und ich kann nur sagen, Grip ist scheiße fürs Driften, also zu viel Balance vom Auto, ganz, ganz schwierig. Jetzt fängt an in die 5 rein, leicht mit Untersteuern. Wir werden jetzt noch mal ein bisschen was ändern fürs Battle. Ansonsten im ersten Lead ran, also meinem zweiten Lauf vom Tag, ist hinten rechts der Reifen von der Felge gerutscht, weil ich zu sehr über die Curbs gerutscht bin, weil wir die Strecke andersrum fahren. Da sind die Curbs halt wesentlich härter, also die sind dann immer so, wo du immer vor die Kante fährst. Ansonsten will ich es jetzt gar nicht zu schlecht reden. Hat schon gepasst, die Strecke ist halt auch einfach super schwierig um zu chasen, die Course, gleich ins Englisch gefallen. Die erste Kurve ist relativ eng beim Ansetzen, um den ersten Clip zu treffen und dann ist es eine reine Beschleunigung, also gibst du da eine Millisekunde zu spät Gas, entsteht halt eine Lücke. Gerade gegen Peter wird das sehr, sehr schwierig. Piotr, sorry. Aber ja, jetzt im letzten Chase habe ich noch einen ganz schön angeschoben. Wir haben eine kleine Delle in der Tür, der hat am ersten Clip einfach gebremst. Das mache ich sonst nicht, deswegen war ich ein bisschen überrascht. Ansonsten bereiten wir uns jetzt so gut wie es geht aufs Battle vor und dann kämpfen wir einfach bis zum Schluss. So der Plan. Das war sein Hinterrad. Die Reifen sehen warm aus. Alter, das dauert so ewig, da vorne das Reifen und Weißt du noch, welchen wir zuerst und zuletzt gemacht haben? Das war ein Satz, den wir zuletzt gemacht haben, weil da weißt du, dass die Außenseite ist. ja, so aufgeordnet. Eins, die zum Schluss hier. Okay, dann machen wir die Pause. Perfekt. Also gut, den zum Schluss hattest du gerade, denke ich. Aber jetzt davor haben wir den direkt drauf gemacht. Ich habe zwischendurch mal ihn drauf gemacht. Dann habe ich, glaube ich, noch 2 gebracht. Sieht man denn hier im Trefferapparat, wenn man da keinen Ziel Was hast du jetzt gemacht? Die Spur ist auf vorne. Ist Aufseite. Ja. sieht ja nicht so aus. Sieht aus als vorne zusammen. Ja, Also vorne muss der Wert größer sein als hinten. ist er doch. 12 mm. Hinten ist 96,8, vorne 98. Ja, da musst du doch das rechte Rad gehen, musst du das rechte ja weiter reinstellen. Stimmt. Ja, sieht auch so aus, als hätte das mehr Spur. Nee, mit vorne auf hinten. Wenn nicht, müsste halt einfach mal eine Schnur ranhalten. Geht nicht mehr mit dieser Ecke. Ach, wegen. Liegt hinter der Bodykitt. Ja. Ja, dann stellen wir halt einfach die Seite hier rein. Geht ja nicht. 2 mm ist zurecht. Oder macht ihr das nicht? No, some mental coaching reached me out.
want is someone to go against that's quite easy to get along with, that's not going to do anything crazy. What you don't want is Max Heidrich from Germany, who is at any moment ready to put a 100-point run on the board or have a massive collision. That's why he's one of my favorite drivers in the world. However, Heidrich knows Wiańczek. He's lost to Wiańczek in the past, and this he might look across and say, he's not so used to this Supra. He's had a couple issues this weekend. Is this my moment? This one's going to be interesting. It certainly is, as we see Peter Wiańczek fire in that brand new Toyota Supra. Max Heidrich shallows up the angle, waits for Wiańczek to dial himself in. Wiańczek goes super wide. Heidrich on a better line than Wiańczek, as Wiańczek wobbles on that zone, takes down the cone, and look at Max Heidrich hanging back maybe, trying to keep it clean as he now dives through that inner zone. Max Heidrich makes a mistake, he goes super wide, almost drops a wheel in the gravel as Heidrich and Wiańczek struggle in the outside zone across the line. Oh. Puts a big lead run in here, he will know from his spotter that if he has a clean lead run, that will overshine Wiańczek's mistake on the lead run. And if they are weighing heavily on the lead runs here in Drift Masters this year, well, that's Heidrich's chance. Wiańczek's got to be on the door. He has to be on the door the whole way around. It has to be, but this lead run could be the answer that we need right now. Goes super wide, dials on big angle, and now Max Heidrich looks for that inside zone. Wiańczek gets lost in the smoke, and he straightens once again. Wiańczek all over the show. He just can't seem to get himself into the groove this weekend. Heidrich disposes of the rear bumper on this Nissan 200SX as he fires into that final outside zone. Wiańczek is lost in a cloud of smoke as Max Heidrich absolutely flies away through that final outside zone. Yeah, there's something definitely up with Wiańczek's car. Smiley and a nervous face for Peter Wiańczek. This might be the tail of the tape here. Let's see which way the judges go. It's going to be Max Heidrich gets the win. Max Heidrich gets the win, and I'm sure when he saw Peter Wiańczek's name come out of the hat yesterday, he would have thought, oh, this could be another 32 exit for me. But he is very, very ecstatic about this. Oder was? Wow! Aber ja, im Leadrun hast du ganz schön viel zu weit rechts angesetzt, gell? Ja, aber der Rest, also ich war zwar auch weit wie er, aber ich habe halt einen Winkel gehalten, er ist komplett gerade gefahren vor mir. Nach der ersten Runde. Du bist einfach besser gefahren? Ja, es waren zwar viele Fehler dabei, aber ich hatte halt wahrscheinlich einen halben weniger. Geil, Alter. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit Killer genannt. Top 16. Wir haben es geschafft. Es waren keine 2 sauberen Läufe, das ist mal Fakt, aber wahrscheinlich habe ich einen halben Fehler weniger gemacht. Und wir haben Piotr Wiańczek in Top 32 geschlagen, ohne dass jemand in übelsten Ausfall hat oder so. Er hat zwar beklagt, dass das Auto nicht auf voller Leistung läuft, aber scheißegal, wir haben es geschafft. Super happy, jetzt noch ein paar mehr Battles und geil, ich bin noch, hab ganzen Emotionen am Ziel rausgelassen, also Livestream auch hinterher noch gucken, lohnt sich. Thank you. As many as you can. I'm gonna chop up more. Yeah, I live here and the best way is to try a front which is local. Yeah, for sure it is. Apart from the obvious problems. Yeah.
on Adam Zalewski. You can see him on the start line, ready to rock and roll. Zalewski, for me now, on a bit of bonus time, because last year, misfortune, problem after problem, heartache for Zalewski and the team. This year, new power plant, car looking strong, got a good team behind him. Max Heidrich, though, was a man who was going to give up a few years ago, rebuilt the car. The family said, you're not giving up, you're going back, you love this sport. And he said, I don't know if I've got it anymore. Well, here he is in the top 16 at round one, looking stronger than ever. Well, what I'm looking at is two guys here that want to get back to the top. Yeah. They want to be back in the mix, and a top 8 finish at round one is exactly that. Zalewski will be in the lead position. Heidrich is turning it up in the chase position as they fire into that first corner. Zalewski nice and steady on the entry. Heidrich giving him some room, not overcommitting, and this looks very tidy from both drivers so far. Zalewski looks like he's got a little bit more pace and a lot more wheel speed from Heidrich, but it's not helping him get into this ball because he's spinning the wheels too much as now Zalewski fires through. Heidrich's going to have to make a move here, and he does. He's very wide, but he makes it done, and Heidrich moves up onto the door. Just had to back off ever so slightly. Another very clean battle. That was very, very clean. You know what? That was mirror image as well in the first half of the run, and Heidrich knows. He gave the international sign there. So close, so close. And here we have Max Heidrich in that lead position. Heidrich is fast, he's wild, he's tough to chase because he's a big angle everywhere. Zalewski's going to have to take some risks here, and I don't know if those risks are going to pay off. This is a game of chess. This is for a spot in the top 8. Zalewski from Poland chasing Heidrich from Germany. Yeah, well, he took a long run up in, did Zalewski, and now he's going to have to really prove himself as Heidrich off throttle for a very long time. Waits to get that car settled before he stands on the throttle, and you can see now the pace difference, the grip between the two chassis. Zalewski absolutely dialed on, and he threw way too much angle at that, did Max Heidrich. Missed that outside zone, and now you can see Zalewski once again, glued to the front wheel as Zalewski struggles to dial the angle. Heidrich goes super wide, blows the cones in the air. He's got all the style, Max Heidrich, but it does cost him at times. Too much angle, a lot of wheels dropped. Some very unpredictable calls from the judges in the top 32, and I think that's going to be the case where there's a lot of mistakes and crashes and bumps. But so far in the top 16, I think it's kind of just whoever drives the best runs. I mean, I think at the moment we've watched a very clean top 16 so far. I mean, we're only 3 battles in. I was just going to say, why? There you have it. Adam Zalewski gets the win. Zalewski's back in business for 2024, back trying to chase that championship. And Zalewski is pointing down saying, I'm not sure what I did in the transition there, but we got away with it. And Zalewski, new mindset, new engine this year, looking strong. Leute, das war's schon aus Spanien. Top 16 gegen Adam Zalewski ausgeschieden, jedoch mit 2 sehr ordentlichen Läufen, würde ich sagen. Team hat super gearbeitet, Auto lief grandios das ganze Wochenende. Wir haben alle Kleinigkeiten in den Griff bekommen, haben zuerst gechased. Habe eigentlich auch am Start ziemlich gut alles getroffen. Er ist dann nur am ersten Inside-Clip, hat er einen kleinen Hauch vor mir in Winkel reduziert und ich bin länger auf Winkel geblieben. Deshalb konnte er ganz gut eine Lücke aufreißen. Die konnte ich aber auf Ende hin wieder zufahren. Hatte dann in der letzten Kurve noch einen ganz kleinen Haker, wo ich wieder ein bisschen an Boden verloren habe. Nichtsdestotrotz solider Chase Run. Im Lead wollte ich dann einfach eine saubere Linie vorne wegfahren, habe dann einfach zu Clip 5 hin, wollte ich richtig tief rein, habe einfach ein bisschen zu hastig umgesetzt auf viel zu viel Winkel, musste dann wirklich Vollgas im Begrenzer die ganze Zeit auf fast Winkel, dort wo man es auf komplett Winkel, dort wo man es nicht unbedingt will. Habe dort leider die Reifen viel zu heiß gemacht und durch das Vollgas im 4. Gang auch viel zu viel Profil verloren. Und dann war einfach ab der Hälfte der letzten Runde war nicht wirklich mehr was da. Also da kann man aber keinen Vorwurf machen, komplett auf meiner Seite.
Was man auf jeden Fall sagen muss, danke an Zegnova, die Reifen waren echt krass, also mit so viel Grip. Wir sind nur 1,4 Bar gefahren oder noch 1,4 Bar und waren trotzdem mit allen top dabei. Also wir haben noch ganz viel Spielraum, Fahrwerk ist alles noch in der Mitte, wir haben eigentlich nichts verstellt. Fahrwerk noch in der Mitte, wie gesagt, Spur ist gerade mal 6 mm auf die ganze Achse, also da ist noch ein riesen Spielraum und trotzdem, also die Reifen nur zu empfehlen. Danke nochmal dafür, Jungs. Und ansonsten würde ich sagen, trotzdem sehr, sehr positives Wochenende. Konnten Vicek in Top 32 schlagen, was eigentlich für mich schon ein halber Eventgewinn ist. Hat sich auf jeden Fall mega cool angefühlt. Haben einen ordentlichen Kampf in der Top 16 geliefert. Ich denke, wir haben auch den Chat mit mächtig Style verlassen. Von daher super zufrieden mit dem Wochenende. Autos in einem Stück. Und ja, wir werden jetzt noch zusammenräumen, denn ich werde heute noch alleine losfahren. Die anderen Jungs fliegen morgen dann von Spanien direkt nach Hause. Ich fahre heute noch an die Nordküste von Spanien auf die Fähre. Morgen früh um 11 ist Abfahrt Fähre. Also ich werde die Nacht durchfahren, 640 Kilometer sind es. Um dann das Auto direkt nach Irland zu schaffen, werde es bei Shanahan parken, um uns einfach ein paar Kilometer zu sparen, anstatt wieder 2000 heimzufahren und dann wieder 1200 zur Fähre. Fahre ich hier die 640 und bin dann direkt in Irland. Fliegt am Dienstag ganz, ganz früh heim. Freue mich schon riesig auf meine Familie, die 2 Mädels endlich wiedersehen. Und ja, eigentlich gibt es nur Positives mitzunehmen aus Spanien. Wir konnten auf einer schnellen Strecke uns gut beweisen, wo ich immer Probleme hatte. Auto lief super, das neue Weißfett vorne, das V3-Kit ist auf jeden Fall Gamechanger. Macht auf jeden Fall einen riesen Unterschied. Auto läuft, Kühlung haben wir in den Griff gekriegt, haben jetzt genug Strom mit der Lichtmaschine, also alles geregelt. Das ist auch noch halbwegs in einem Stück. Stoßstange hat ein bisschen gelitten und ein paar kosmetische Sachen, aber ich glaube, das bringt unser Sport so mit sich. Also super Fazit für die erste Runde Drift Masters. Wir sehen uns alle in Irland. Bis dahin.